Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Drohnenabwehr. In diesem Teil wird Ihnen Sandra Bodmer vom BAZL etwas über die rechtlichen Aspekte der Drohnenabwehr erzählen. Sie werden in den nächsten Minuten sehen, dass auch hier eine Vielzahl von Themen tangiert werden. Viel Vergnügen! Mein Name ist Sandra Bodmer. Ich bin Co-Leiterin der Organisationseinheit UAS Bewilligung und Aufsicht des BAZL und begrüße Sie zur heutigen Folge der rechtlichen Aspekte der Drohnenabwehr. Stellen wir uns vor, es ist schönes Wetter, sonnig. Die Leute sitzen draußen, genießen die Sonne. Plötzlich ertönt ein surrendes Geräusch. Man schaut sich um, sieht aber nichts. Das Geräusch kommt immer näher, immer schneller, immer nerviger. Plötzlich sieht man es. Am Himmel da steht eine Drohne. Grau, klein, mit einer Kamera ausgestattet. Und sie dreht ihre Runden über den Köpfen der Personen. Es kommen ungute Gefühle auf. Man fragt sich, darf der oder diejenige das überhaupt? Und was kann ich dagegen unternehmen? Ich fühle mich beobachtet, ich möchte das nicht. Nun, Drohnen sind allgegenwärtig. Sie werden in diversen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise in der Landwirtschaft, für Sprühflüge, bei der Suche von vermissten Personen oder für Vermessungen, für Drohnenshows, wenn wieder mal ein Augustverbot, ein Feuerwerksverbot am 1. August gilt, oder dann auch für den Lastentransport, beispielsweise in den Bergen. Drohnen werden auch bei Konflikten eingesetzt, wobei ich auf diesen Aspekt vorliegend nicht eingehen möchte. Bisher galten in der Schweiz sehr liberale Regelungen. Es waren wenige Regeln, die zu beachten waren. Seit dem 01.01.2023 hat sich dies geändert. Die Schweiz hat die EU-Drohnenregulierung übernommen und damit gelten jetzt auch in der Schweiz wie überall in Europa dieselben harmonisierten Regeln. Ich möchte nachfolgend einen kurzen Überblick über die verschiedenen Kategorien geben. Einerseits gibt es die offene Kategorie. In dieser Kategorie fliegen die meisten Hobby- oder Freizeitpiloten. Man darf unter bestimmten Bedingungen fliegen. Beispielsweise hat man seine Drohne immer in Sicht. Man hat Drohnen bis Maximum 25 Kilogramm, fliegt in der Nähe des Bodens, also Maximum 120 Meter über Grund und überfliegt keine Menschenansammlungen. Kann man diese Bedingungen beachten, ist keine Bewilligung nötig. In der speziellen Kategorie, da ist das Risiko schon etwas erhöht, fällt man eigentlich immer, wenn man Bedingungen der offenen Kategorie nicht einhalten kann, beispielsweise weil außerhalb der Sicht geflogen wird. Und schließlich die zulassungspflichtige Kategorie, die sehr ähnlich der bemannten Luftfahrt ist, indem man beispielsweise ein zertifiziertes Luftfahrzeug benötigt oder die Piloten über eine Lizenz benötigen. Um nun zum eingangs erwähnten Beispiel zurückzukommen, darf der oder diejenige das überhaupt? Müsste man näher schauen, ja, kann er diese Bedingungen denn einhalten? Ist der Pilot oder die Pilotin mindestens 12 Jahre alt? Hat er seine Drohne auf Sicht, was vielleicht nicht gegeben ist, wenn man den Piloten oder die Pilotin nicht sieht in der Nähe? Fliegt er Maximum 120 über Grund? Ist keine Menschenansammlung vor Ort? Und ist allenfalls ein Beschränkungsgebiet, das man beachten müsste, wo man nicht fliegen darf? Und schließlich noch verfügt der oder die Pilotin über eine Versicherung. Nun, wenn das nicht der Fall wäre, bräuchte der Pilot oder die Pilotin eine Bewilligung. Wenn man nun zur zweiten Frage kommt, ja, und ich fühle mich aber gestört, was kann ich dagegen unternehmen, sind verschiedenste Rechte betroffen. Da haben wir einerseits den Persönlichkeits- und Datenschutz, das Strafrecht oder auch das Eigentum und den Besitzerschutz. Beim Persönlichkeits- und Datenschutz geht es um das Recht am eigenen Bild. Darf der oder diejenige Aufnahmen machen? Habe ich meine Einwilligung gegeben oder gibt es allenfalls ein übergeordnetes Gesetz, welches ihn dazu ermächtigt, solche Aufnahmen zu machen? Wenn nicht, könnte man dagegen klagen, wobei immer schwierig ist, wenn man den Piloten oder die Pilotin nicht kennt.
Beim Strafrecht geht es darum, Bereiche zu schützen, in die man normalerweise keinen Einblick erhält. Also beispielsweise über eine Hecke oder über einen Zaun. Mit einer Drohne ist das ganz einfach, das ist dieses Hindernis zu übergehen. Beim Eigentum- und Besitzerschutz geht es um das schutzwürdige Interesse. Das schutzwürdige Interesse wird immer individuell beachtet oder eruiert. Das heißt, fliegt jemand mit einer Drohne über mein Haus, über meine Wohnung, ist zu schauen, bis in welche Höhe geht mein Interesse. Also muss er eine bestimmte Höhe beachten oder darf er einfach so drüber fliegen? Dies kommt immer ganz darauf an, was auf diesem Grundstück auch gemacht wird und inwiefern man dieses Interesse ausübt. Wird das nicht beachtet, kann man mit verschiedensten Maßnahmen eingreifen. Da gibt es einerseits die Eigentumsfreiheitsklage, also man kann gegen Eingriffe klagen, die übermäßig sind und eben wo das schutzwürdige Interesse nicht beachtet wird. Dann gibt es die Klage aus Nachbarrecht, wenn beispielsweise mein Nachbar sich dazu entschließt, ein Drohnenbusiness aufzuziehen und plötzlich von seinem Garten 20 Drohnen die Stunde starten. Davon geht vielleicht ein übermäßiger Lärm aus, gegen den ich mich wehren möchte. Oder der Besitzerschutz, wenn es darum geht, die Drohne abzuwehren. Also gerade wenn die Störung eintritt, kann man Maßnahmen ergreifen. Was heißt das nun vielleicht für die Wahrung der Flugsicherheit, wenn es darum geht, Infrastrukturen oder die größere Teile der Bevölkerung zu schützen? Bei Flughäfen oder an größeren Anlässen wurden bereits Maßnahmen getroffen, um diese vor unrechtmäßigen Eingriff zu schützen. Beispielsweise kann man Radars aufstellen oder mit sogenannten Jammern auch diese Signale von Drohnen stören, um sie zum Absturz zu bringen. Bei der Wahrung der Flugsicherheit kommt es darauf an, ist effektiv die Lufthoheit gefährdet, ist je nachdem die Polizei oder die Armee für deren Abwehr zuständig. Und damit kommen wir bereits zum Ende dieser Folge und ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Frau Bodmer von Batzel für diese spannenden Einblicke in die Bereiche des Rechts. Wie wir ja bereits in der einleitenden Folge durch die Experten des STRZ gesehen haben, werden bei der Drohnenabwehr diverse Themen angesprochen. Mit Blick auf das Recht werden so die Drohnen beispielsweise in unterschiedliche Kategorien eingeteilt oder man fragt sich, ob man jetzt eine Bewilligung fürs Fliegen braucht oder nicht. Nebst diesen haben wir gesehen, was für Maßnahmen ergriffen werden können. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.